Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich bin der Jürgen aus der Bastelgarage und heute haben wir diese kleine süße Vorrichtung hier. Und zwar ist die, um solche Drehknöpfe selber herstellen zu können. Normalerweise, das kann man ja kaufen, da gibt es diese Kunststoff- oder auch Metall-Drehknöpfe, ist kein Problem. Aber die kann man auch ganz toll selber herstellen. Und dazu habe ich hier so eine kleine Vorrichtung. Ist eigentlich nicht viel Arbeit, aber die bringt's wirklich. Seid gespannt. Wir brauchen Folgendes. Hier habe ich ein Buchenholzbrett. Das ist 18 mm oder zwei Stück, 18 mm, 120 x 120 bzw. 120 x 260 mm. Dann habe ich hier noch auch so ein Reststück Holz. Da werden später die Drehgriffe draus geschnitten. Das muss also etwas mehr als die Dicke haben, die der Bohrer hat. Dann natürlich dieser Hohllochbohrer und der hat in meinem Fall 51 mm Durchmesser. Das hier ist ein bestimmtes System von Bosch. Wird einfach zusammengesteckt, dann kann man bohren. Und das ist jetzt wie gesagt ein 51er. Das hier sind 35 mm, die passen dann alle einfach aufeinander. Das hier ist dann ein 60 mm und auch länger, also damit kann man tiefere Löcher bohren. Also es gibt da alles, verlinke ich aber mal unten drunter. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch diese Bohrkrone, normalerweise gibt es sie mit mehreren Einsätzen, benutzen. Ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich hier eine 8 mm und 60 mm lange Schraube mit einer Flügelmutter und Unterlegscheibe. Wir brauchen einen Zirkel, Bohrer, 3 mm, 8 mm, 12 mm und einen Forstner Bohrer, der 25 mm Durchmesser hat. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und damit geht es dann schon los. Zunächst einmal habe ich mir das obere Holz hier ausgerichtet, dass das schön in der Mitte liegt, gerade gemacht und jetzt bohren wir hier ein paar Löcher rein, um das Ganze zu befestigen. So, das ist jetzt festgebohrt, das müssen wir nachher nochmal losdrehen. Jetzt suchen wir uns hier die Mitte heraus und bohren die mit einem 3 mm Bohrer einmal durch. Jetzt habe ich das Ganze rumgedreht, das ist die Unterseite und zwar soll ja durch dieses Holz diese Schraube durch. Die hat jetzt hier oben den Kopf und der Kopf wird hier drin versenkt. Ich muss nachher noch weitere Bohrungen machen und dieses Loch hier in der Mitte, das kleine 3 mm Loch, das sagt mir jetzt genau hier durch die Spitze von dem Holz, wo ich reinbohren muss. Also diese Spitze geht genau ins Loch und zentriert das genau dadurch. Natürlich habe ich dieses Loch jetzt nicht durchgebohrt, sondern nur so tief, dass die Mutter da reinpasst. Jetzt wechseln wir den Bohrer. Ich habe jetzt hier die Bohrkrone mit den 51 mm eingespannt und jetzt bohre ich von oben hier einen Kreis. Allerdings nur so, dass man gerade sieht, dass ich hier den Kreis drin habe. Also ich zeichne das mit diesem Bohrer nur an. Ich bohre nicht durch. Ich zeichne jetzt mal hier die Vertiefung einfach an, damit man das besser sieht. Ist normalerweise nicht nötig, aber so kann man sehen, wo die Vertiefung drin ist und das besser sehen. Jetzt mache ich mit dem Winkel einfach in der Mitte hier drüber, so hier drüber einen Strich jeweils rechts und links. Und dann habe ich mir hier den Zirkel auf 2,7 cm eingestellt. Und so habe ich das vorher natürlich ein bisschen ausprobiert. Jetzt gehe ich einfach hier in dieses Loch rein, also diese Vertiefung hier, stecke den hier rein und mache mir dann hier jeweils rechts und links und hier von der unteren Seite auch einen Strich. Damit habe ich jetzt von dieser Abstand 2,7 und dieser Abstand ist auch 2,7 ungefähr. Es kommt doch, glaube ich, da nicht ganz drauf an. Habe ich durch Ausprobieren gemacht. Kann man wahrscheinlich auch berechnen. Ich habe es ausprobiert, bis das einigermaßen passte.
Die Platte schraube ich jetzt wieder los. Und mit der oberen Platte alleine gehen wir wieder Löcher bohren. Das ist jetzt wieder mein 12 mm Bohrer und dann mache ich jetzt die Anzeichnungen, bohre ich hier diese 6 Löcher rein. Und zwar durch. Dann habe ich jetzt hier mir einen kleinen Unterbau gemacht und mit der Bohrkrone mit 51 mm Durchmesser will ich das Ganze dann aufbohren. Wie gesagt, in meinem Fall hat das Ganze jetzt hier ein 8 mm Loch in der Mitte, rundherum das ist 12 mm. Jetzt lässt sich das Ganze, hier ist ein Sechskantschaft drin, der hat jetzt 8 mm. Und ich habe es noch nicht gesehen, ich will mir das noch bestellen. Das gibt es wohl auch in 6 mm, also der muss ja oben einen 8 mm Sechskant haben und unten soll der dann 6 haben. Das will ich mir als nächstes mal bestellen, damit ich hier auch Löcher von 6 mm bauen kann. Mal sehen, ob ich das bekomme. Und das dünne Teil bohren wir jetzt mal da einfach durch. Und damit das auf der anderen Seite nicht ausbricht durch das Bohren, bohre ich von beiden Seiten. Und damit habe ich eigentlich schon fast auch den ersten Drehknauf hergestellt. Der hat natürlich jetzt hier durch das Bohren von beiden Seiten diesen Überstand. Das muss ein bisschen noch geschliffen werden. Das Teil kommt wieder hier drauf und damit das 100%ig auch wieder passt, setze ich die Bohrkrone da rein und mache hier durch das Loch das Ganze durch. So, dann passt das 100%ig und kann auch jetzt nicht mehr verrutschen. So, und das Ganze einmal festbohren wieder. Und damit passt das exakt aufeinander. Jetzt soll ja diese Schraube von unten rein. Das ist eigentlich dafür da, um später diese Sternmutter hier anzuschrauben, damit ich da die Löcher bohren kann. Drehen wir das Ganze mal rum. So. Dann mache ich einen kurzen Hammerschlag. Damit habe ich jetzt angezeichnet, wie eckig das Ganze hier ist. Und das machen wir natürlich jetzt mit dem Stechspeitel. Machen wir das schön eckig rund, damit die eckig rund ist gut, also eckig, damit die Schraube da genau reinpasst. Da habe ich jetzt das Reststück, da habe ich mir jetzt hier angezeichnet, wo jeweils die Mitte ungefähr ist. In diesen Drehknopf, das wollen wir ja daraus schneiden, das runde Vorteil, da wird ja diese Einschlagmutter reingemacht. Und dazu werde ich jetzt erst einmal hier mit dem Forstnerbohrer eine Vertiefung machen, damit dieses Metall von der Seite tiefer drin ist. Und danach bohre ich das dann rundherum aus. So sehen diese runden Knöpfe schon mal aus. Das könnte man eigentlich schon fast sagen, das kann man so benutzen. Ich lege das mal gerade auf Seite. Das hier ist ja der Griffstern, den ich hier ausgebohrt habe, den ich hier rausgeholt habe, mein Teststück. Auch das könnte man eigentlich mit ein bisschen Schleifen fast schon so lassen. Aber ich will einmal ausprobieren, die Kanten hiervon an der Oberfräse, die Kanten hier wegzubrechen und dann erst die Löcher zu bohren. Mal sehen, was das gibt. So sehen jetzt die beiden Drehknöpfe aus. Der ist eckig, der hier ist etwas abgerundet an den Kanten. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Und jetzt kommt auch die Lüftung des Geheimnisses. Warum ist hier rechts und links ist das länger? Und zwar einfach, damit ich das festhalten kann und drehen kann. Ich könnte es natürlich auch zusätzlich hier mit einer Schraubzwinge hier festmachen. Das ginge auch, wäre überhaupt kein Problem. Aber dann kann ich das ganze Teil nicht mehr drehen.
Ich habe also, wie gesagt, hier eigentlich gedacht, ich könnte das mit der Schraubzwinge an 2 Seiten festmachen und das geht, aber dann kann ich das obere Teil nicht drehen. Aber das macht nichts, wir haben jedenfalls eine Halterung für das festzuhalten. So sehen jetzt die Klötze aus. Hier ist er abgerundet an der Kante, der ist jetzt etwas scharfkantig, das ist halt eine Geschmackssache. Das lege ich jetzt hier in die Vorrichtung rein, Unterlegscheibe, Flügelschraube drauf. Und gerade beim ersten Mal etwas fester anziehen. So, und jetzt habe ich hier einen 12er Forstner Bohrer. Ich hatte ja vorher einen normalen Bohrer. Da muss ich sagen, das habe ich ausprobiert. Das funktioniert nicht. Und zwar passiert Folgendes. Das Ganze dreht sich und haut dann hier, ich würde mal sagen, Kanten rein. Also mit dem Forstner Bohrer funktioniert das erst klassisch. Und dann bohren wir halt da mal mit rein. Sieht doch schon mal ganz lustig aus. Dann machen wir gerade die Verschraubung ab. Und so sollte der fast aussehen. Also hier hinten habe ich einmal nicht tief genug gebohrt. Also ich hatte den Anschlag benutzt, aber das ist so leicht, das kann man wegbrechen. Und ich denke, wenn man den jetzt von Hand noch ein bisschen hier die Ecken wegschleift, ist der richtig gut geworden, der Knauf. Das, was ich noch ändern werde, ist, wenn das Teil hier drin ist, bekommt man das sehr schlecht raus. Ich werde jetzt einfach hier auf der Rückseite ein Loch bohren, in der ich jederzeit mit einem Schraubenzieher reinstechen kann, um dieses Teil vorne rauszudrücken. Das sieht dann so aus. So sieht jetzt der Drehknopf aus, der nicht abgerundet ist, wie hier. Ich hoffe mal, kann man das sehen? Ja, also das hier ist etwas griffiger. Natürlich muss ich diese Kanten hier noch von Hand ein bisschen schleifen, aber so an sich ist das optimal. Das ist halt noch einer der ursprünglichen, ohne Bohrungen. Und hier machen wir jetzt einfach mal die Einschlagmutter rein. In meinem letzten Video habe ich ja diesen Mini-Schiebeschlitten für die Tischkreissäge, die ist hier drunter gebaut. Und hier habe ich so einen Anschlag mit einer 8 mm Schraube. Und da drehen wir jetzt einfach mal diesen Knauf drauf. Ich hatte das beim letzten Mal ja gezeigt. Der hat eine Anzeige oben. Ich habe das zum Beispiel auf 7 cm eingestellt, für etwas abzusägen. Das wird dann einfach mit dem Drehknauf hier festgedreht. Das bewegt sich nicht mehr oder halt gelöst und sagen wir mal auf 3 cm oder 3,5 cm eingestellt, festgedreht und dann lässt sich halt hier genau diese 3,5 cm lassen sich abschneiden. Aber ich denke mal, das sieht doch richtig gut aus. Muss natürlich noch ein bisschen mit Wachs oder Öl oder Lack irgendwie gemacht werden. Und, dass ich vergessen hatte, hier habe ich normalerweise noch eine Unterlegscheibe drunter. Aber trotzdem, das funktioniert richtig gut und ich denke, das sieht doch toll aus. Das hat ja mal wieder wunderbar geklappt. Eine kleine Vorrichtung, die man natürlich jederzeit auch ändern kann. Also ich habe ja extra das nicht miteinander verleimt, sondern das nur festgeschraubt, falls mal irgendetwas an dem Unterteil sollte. Dass ich da zu tief reingebohrt oder durchgebohrt habe, weil ich mal wieder, das könnte mir natürlich ohne weiteres passieren, vergessen, den Tiefenanschlag einzustellen. Kann man einfach das obere Teil abschrauben, neues drunter und weiter geht die ganze Chance. So, dann habe ich noch was und zwar hier kommen ja diese Einschlagmuttern rein. Und wenn man so stark ist wie ich, dann passiert einem das, und zwar reißt das Ganze ein. Ich bin also hingegangen jetzt und habe bei diesen anderen Knöpfen hier das Loch, was hier drin ist, von 8 auf 8,5 mm aufgebohrt. Dann passiert da nichts, dann bricht das nicht aus, hält aber genauso gut. Dann noch ein kleines Ding. Ja, ich habe das aus Buchenholz gemacht. Das hier ist mein
ich baue ja vorher immer so die Sachen selber für mich erstmal alleine vor und da muss ich dann sehen, wie das Ganze funktioniert. Das hier habe ich jetzt aus altem Palettenholz gemacht und das bricht überall aus. Hier kann man das auch schön sehen, also auch aus diesem Weichholz kann man machen, muss man aber nicht. Und warum ich immer von zwei Seiten bohre, das ist jetzt die Vorderseite, dann habe ich das durchgebohrt, diese Halbrundungen hier, und auf der Rückseite ist das passiert. Dann bricht das ganze Holz hinten weg und das muss ja auch absolut nicht sein. Die Vorrichtung als solchen kann man natürlich in jeglicher anderen Größe machen. Das heißt, man kann den Durchmesser vergrößern, verkleinern, man kann die Bohrungen größer oder kleiner machen, muss man halt ein bisschen rumexperimentieren. Ich bin eigentlich mit diesem Teil super zufrieden, das funktioniert richtig gut. Sage danke für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich aufs nächste Mal. Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen.